Also wenn du dich auf Wohnungssuche begibst, solltest du dich mit dem Kündigungsverzicht befasst haben, damit du eben nicht in diese Falle tappst. Reden wir mal über den Kündigungsverzicht im Mietvertrag. Ich nenne die Klausel ja auch Vermietertrick oder Vermieterfalle. Hör die Folge bis zum Ende, dann wird dir klar, warum du unbedingt über diese Vertragsklausel Bescheid wissen solltest, bevor du dich auf Wohnungssuche begibst. Also wenn du dich auf Wohnungssuche begibst, solltest du dich mit dem Kündigungsverzicht befasst haben, damit du eben nicht in diese Falle tappst. Ich als Makler rede heute über diesen Kündigungsverzicht aus einer marktspezifischen Perspektive. Wenn du es juristisch ganz genau wissen willst, dann frag einen Anwalt für Mietrecht. Wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast, kannst du dich hier bei der Hotline kostenlos beraten lassen. Also, wenn du den Kündigungsverzicht unterschreibst, dann schließt du die Kündigung aus und zwar wechselseitig. Das bedeutet, der Vermieter kann dir nicht kündigen. Viel wichtiger für dich ist allerdings, du kannst auch nicht kündigen. Warum ist es für dich so viel wichtiger? So viel wichtiger als für den Vermieter, weil es für den Vermieter sowieso schwierig ist, dir zu kündigen. Was hat es also für Folgen für dich? Solange der Kündigungsausschluss vereinbart ist, bist du an den Mietvertrag gebunden. Das ist eine harte Klausel, aus der du echt schwer rauskommst. Überleg dir das also gut, bevor du einen Kündigungsverzicht unterschreibst. Mit der Unterschrift schränkst du dir deine gesamte Flexibilität ein, die das Mieten normalerweise ausmacht. Und manchmal benötigst du diese Flexibilität, wenn du am allerwenigsten damit rechnest. Ich erzähle dir mal eine Geschichte aus meiner Praxis. Ich hatte mal, das ist schon ein paar Jahre her, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus vermietet an ein junges Pärchen. Der Eigentümer hat sich 3,5 Jahre Kündigungsverzicht unterschreiben lassen. Ja, blöderweise hat sich jetzt der weibliche Teil dieses jungen Pärchens kurz nach dem Einzug mit dem ebenfalls noch jungen, aber viel trainierteren Hauswart in Flagranti erwischen lassen. Das wäre ja eigentlich ein Grund, in dem Mann als Mieter dann das Mietverhältnis gerne auflösen würde. Das war hier aber nicht möglich, denn das Paar hatte sich, wie gesagt, 3,5 Jahre gebunden. Der Vermieter ist tatsächlich ein guter Freund von mir, der hat relativ cool reagiert und hat dann nicht auf die Klausel bestanden. Also der junge Mieter durfte ausziehen, das Mädel zog dann zum Hauswart und ich habe einen neuen Mieter für die Wohnung gesucht und wurde zweimal bezahlt. Ich glaube, sie wohnen immer noch zusammen, das war dann wohl die große Liebe. Ich mache allerdings bei Gelegenheit auch nochmal eine Folge mit Lösungsansätzen, falls du doch dann in die Situation kommen solltest und aus dem Kündigungsverzicht heraus willst. Jedenfalls fragst du dich vielleicht, warum vereinbart eigentlich der Vermieter einen Kündigungsverzicht? Die Antwort, weil jeder Mieterwechsel den Vermieter Geld kostet. Er muss den Makler bezahlen, er hat Aufwand in Form von Übergaben, Abrechnungen etc. und schlimmstenfalls Leerstand, also Mietausfall. Deshalb wird der Kündigungsausschluss übrigens gerne von privaten Vermietern vereinbart, die ein möglichst langes Mietverhältnis anstreben, weil sie wenig Stress haben möchten. Das kann man übrigens auch nicht pauschal sagen, dass Vermieter immer Mieter suchen, die dann über 3, 4, 5 Jahre oder sogar länger in der Wohnung wohnen sollen. Da kommt es tatsächlich ganz darauf an, aber auch das ist ein Thema für eine weitere Folge. Also du hörst, abonnieren des Podcasts lohnt sich. Zurück zum Kündigungsverzicht. Im Vertrag findest du den Kündigungsverzicht normalerweise in dem Paragraphen, in dem die Kündigung vereinbart wird. Da steht dann sowas wie, Zitat, jetzt aus dem Formular Mietvertrag von Haus und Grund. Beide Parteien können eine ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses mit gesetzlicher Frist frühestens zum, da wird dann irgendwas eingetragen, erklären. Das war's schon. Jetzt ist die Folge ja schon ziemlich lang geworden. Ich komme deswegen bei Gelegenheit tatsächlich noch einmal auf den Kündigungsverzicht zurück und erkläre dir, wie du damit umgehst, wenn der Vermieter den Kündigungsverzicht zur Bedingung der Wohnungsvergabe macht. Ich verlinke den Beitrag dann hier, wenn ich ihn produziert habe. Wenn dir die Folge gefallen hat und ich dir weitergeholfen habe, dann lass mir ein Like da, gib mir ein Abo und du bekommst regelmäßig Tipps, Insights und eine Menge nützliche Infos aus dem Wohnungsmarkt. Bis bald!